Am 21.10. feiere ich mein 13-jähriges YouTube-Bestehen und dazu brauche ich eure Hilfe. Dazu geht ihr einmal auf meinem YouTube-Kanal in den Community-Tab, scrollt dann runter, bis ihr diesen Beitrag findet und schreibt gerne 1 bis 2 Fragen, vielleicht auch mehr, unter diesem Beitrag. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Na, endlich mal wieder gewonnen. Das Heimspiel gegen Greuther Fürth mit 4:2 nach Rückstand. Aber egal, das war sehr, sehr wichtig. Heute geht es nämlich nach Düsseldorf, Spieltag 13. Die stehen auf dem 2. Platz. Das Kuriose, wir sind 10. Wir haben nur 3 Punkte Rückstand. Und bei einem hohen Sieg, dann können wir sogar Düsseldorf überholen. So eng und so spannend ist die 2. Liga hier bei uns. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Ich habe mal, schöne Grüße an den User HarryPot105. Der hat mir nämlich die ganzen Reglereinstellungen geschickt. Ich habe das Offscreen mal ausprobiert, weil ich wollte das jetzt nicht in der Karriere testen. Nicht, dass wir so Spiele haben, die wieder 0-0 ausgehen. Ich habe das mal in ein paar Freundschaftsspielen angetestet. Auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Mal Weltklasse, weil er hat geschrieben, er spielt das auf Weltklasse. Das verhält sich ja auf Legende und auf Ultimativ immer noch mal ein bisschen anders. Und ich muss sagen, es war nicht schlecht. Also es war schon realistisch, ja. Klar, aber mir ging es doch ab und an zu langsam und auch sehr träge. Und wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Ich habe es jetzt mal ausprobiert. Aber ich glaube, wir machen hier ganz klassisch weiter mit unseren Voreinstellungen. Apropos Voreinstellungen, was ich jetzt nochmal schauen möchte. Ich habe nämlich nochmal eine zweite Formation mit reingenommen. Und zwar die Fünferkette. Die sieht dann so aus, wenn wir den Ingame auf Fünferkette umstellen. Ich möchte jetzt aber gerade nochmal gucken, warum ich das hier nicht verändern konnte. Offensichtlich kann man das nicht verändern. Offensichtlich ist die Formation, die man am Anfang wählt, die ist fest und die kann man auch nicht umstellen oder mal in-game. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber vielleicht, weil ich da auf individuell gestellt habe, mir lässt das gar keine Ruhe. Lass mich wirklich noch mal ganz kurz schauen jetzt. Was passiert, wenn ich nicht auf individuell gehe, sondern auf Balance? Okay, also jetzt funktioniert es auf einmal. Willst du mich verarschen? Ich hätte einfach nur, ach komm, weißt du was? Das Spiel ist manchmal echt komisch. Das Menü hakt immer noch. Die Weekend League ist auch wieder ein Krampf. Es geht genauso weiter wie in EAFC 24. Achtung, erste Chance Düsseldorf und erstmal geklärt. Also zu Weekend League werde ich gleich noch was erzählen, wenn ich denn die Chance habe, wenn wir uns hier mal befreit haben. Also heute wäre ich mit einem Punkt zufrieden. Ich muss nicht in Düsseldorf gewinnen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Blick nach oben schon sehr, sehr gut. Wenn wir nämlich hier gewinnen sollten, wenn wir vor Düsseldorf, vielleicht sogar 2., 3., weiß ich nicht. Vielleicht auch 6., so wie Regensburg, die gehören da eigentlich überhaupt nicht hin. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und die Düsseldorfer stehen sehr hoch, spielen sehr offensiv, klar, selbstverständlich. Aber das bringt natürlich auch für uns die Chancen, dass wir eventuell den einen oder anderen guten Konter fahren, dann vielleicht mal in Führung gehen, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben in der Liga. Aber ich glaube, die Düsseldorfer, die werden schon hier Minute für Minute stärker werden. Und ihr seht jetzt auch unten links, wenn ihr nochmal guckt, da steht jetzt Fünferkette. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mit einer Fünferkette spielen, dann spielen wir auch mit einer Fünferkette. Aber Achtung, wieder schön auf den Hosenboden gesetzt und die Führung für den Favoriten. Ja, auf dem Bierdeckel wieder ausgespielt. Und auch wieder diese 50-50 Entscheidung. Was machst du? Gehst du drauf? Bleibst du stehen? Hier habe ich mich für die Grätsche entschieden und dann, ist das ein Ball, der halt immer reingeht. Was willst du da machen? Aus 10, 11 Metern? Da gibt es nicht zu verteidigen hier. Da hätte ich vielleicht nicht runtergehen müssen. Da hätte ich vielleicht nochmal warten müssen und abwarten, was er macht. Vielleicht hätte er auch ins kurze Eck geschossen aus dem Stand. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Jatschemski, glaube ich, spricht man denn aus. Ne? 3. Tor im 10. Spiel. Und ich glaube, Fünferkette brauche ich jetzt nicht mehr spielen. Ich stelle jetzt mal auf offensiv. Weil wir müssen jetzt. Wir sind jetzt gefragt und die Düsseldorfer schon wieder vorne. Das ist Wahnsinn. Die sind abseits, die sind nicht nur im Abseits, sondern die sind nicht umsonst auf Platz 2. Wollte ich gerade sagen. Und die spielen sehr, sehr gutes Pressing, birgt aber natürlich die Gefahr, dass wir jetzt auch vielleicht mal eine Chance kriegen. Batmaz, Brodowski vorne, nee. Ich habe nämlich auch noch mal was an den, wie sagt man dazu, Anweisungen gemacht.
Und zwar, also das mit diesem tiefstehenden Motor und Flügelspiel, ne, also das meine ich jetzt. Habe ich auch nochmal ein bisschen was verändert. Oh, schön gemacht. Kann ich euch vielleicht in der Halbzeit auch mal kurz zeigen, damit ihr auf der Höhe seid. Jetzt kommen wir erstmal hier mit Janda, der hat Platz. Mees, er ist auch schnell. Und die Chance ist da, Minute 24 abgefälscht. Kastenmeier, schade. Gute Chance, gut gespielt. Und so kann es halt gehen. Oh, Janda ist schon wieder frei. Janda, der macht schon wieder. Der schießt nur Traumtore. Was ist denn in den gefahren? Mein lieber Herr Gesangsverein, also wie gesagt, wenn er trifft, da kann man auch mal so ein bisschen aus der Haut rausfahren. Dann trifft er wirklich nur traumhaft schön. Wunderbar. Herrlich. Ich bin ja auch eigentlich doof. Warum gehe ich nicht da noch 5 Meter oder so? Oder gucke, ob jemand frei ist. Weil Jan da einfach so einen guten, frechen Fuß hat. Das ist Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich den noch geholt habe. Tja, und aus dem Nichts steht es halt 1-1. Jetzt wissen die Gegner mal, wie das ist, ey, wenn man aus dem Nichts trifft. Das ist nämlich ganz schön demotivierend. Aber die Düsseldorfer machen weiter. Die sind mit 5, 6, 7 Mann sind die vorne. Da muss ja hinten dann irgendwo eine Lücke sein. Behrens, Achtung. Oh, schießt doch weg. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Glück. Normalerweise hätte der den wegschießen müssen. Aber ich sag ja, ich wollte ja auch noch ein bisschen über die Weekend League reden. Aber die Zeit habe ich momentan nicht. Ich werde das versuchen, auf Halbzeit 2 oder auf die Halbzeit zu schieben. Jetzt möchte ich vielleicht nochmal vor der Halbzeit in Führung gehen. Warum nicht? Der Horst, Mees. Ja, da läuft Janda wieder in die Mitte. Badmatz. Am ersten Pfosten Grätsche und es gibt den Eckball. Und da sind wir auch gefährlich. Da können wir also auch ein Tor machen. Aber das macht Hendricks natürlich, wie immer. Und dann finden wir Partov oder Kulis. Die machen das dann. Oder Badmatz. Ah, nee. Die Ecke war nicht gut. Aber komm, Hendricks bleibt gleich außen. Kann er gleich nochmal eine Flanke reinschlagen. Aber es ist niemand da. Egal, dann bauen wir hinten rum auf. Versuchen jetzt mal so ein bisschen den Ball hier bei uns zu halten. Aber ich glaube, das wird nicht lange anhalten. Die laufen sich ja hier müde. Aber auf der anderen Seite ist das gut. Lass sie mal müde laufen. Dann sind sie in Halbzeit 2 vielleicht nicht mehr ganz so fit. Und dann schlagen wir zu. Dann holen wir uns den zweiten Sieg in Folge. So ist der Plan, ja. Oder halt auch nicht. Oder wir laden den Gegner ein, wieder zum Tore schießen. Ja, da außen, super aufgestellt. Der Horst. Da kommt Gavuri nicht ran. Dann haben wir noch 5 Minuten jetzt und dann halten wir wirklich gut mit. Also ihr seht, es geht gegen jeden Gegner. Klar kriegen wir dann auch mal eine Niederlage wie das 0:3 gegen den KSC. 1:3 oder 0:3? Ich glaube 0:3 haben wir da verloren. Dann verlieren wir auch mal 3-1 in Hannover. Dann verlieren wir auch mal 3-2 in Regensburg. Aber dafür kommen wir dann im Pokal weiter. Ja, drehen ein Spiel gegen Greuther Fürth und halten momentan beim Tabellenzweiten beachtlichen 1:1. Also das ist momentan so die Saison von Preußen Münster. Aber es macht Spaß. Es ist in jedem Spiel Feuer drin. Es wird nicht langweilig. Oh, hallo, Kudowski. Es wird nicht langweilig. Und das macht dann den Reiz auch aus. Und die halbe Liga kann aufsteigen. Also von daher lohnt sich das auf jeden Fall hier dran zu bleiben. Wenn ihr noch mehr Argumente braucht, dann werde ich euch die versuchen irgendwann nochmal zu bringen. So, und zwar meine ich die Profirollen, so heißt das. Also dass zum Beispiel Kudowski mit Ball, warte mal hier individuell mit Ball, halt auf dem Flügel bleibt und Mees halt ebenfalls. Sie waren nämlich vorher ein bisschen weiter nach innen gezogen. Die sollen das Spielfeld schön breit machen. Das habe ich hier eigentlich bei Mees auch gemacht. Der steht aber nicht ganz so breit, oder? Doch. Flügel, Mittelfeld, Profi. Nee. Wir lassen den mal beim Flügel. Kudowski genauso Flügel. Also wie gesagt, dass die schön breit haben. Und dann, wenn wir in der Defensive sind, sind wir ein bisschen kompakter zusammen. Genau, Weekend League. Was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich nicht viel Neues. Es sind nur 15 Spiele. Das merkt man halt auch, dass viele einfach schon, wenn sie 2-3-0 hinten liegen, direkt rausgehen. Gut für einen selber. Ja, und nach wie vor, also ich fand die Server, ich persönlich, ich kann jetzt nur von mir reden, ich fand die Server nicht so ideal. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es die erste Weekend League ist. Dass Millionen Spieler gleichzeitig das Spiel spielen. Da hätte man sich auch nicht drauf vorbereiten können, EA. Ne? Ist ja auch nicht erst seit diesem Spiel so. Dass es da Probleme gibt. Ja, und dann phasenweise halt auch wieder, dass du gefühlt 10-mal die Aufstellung umstellen kannst. Es verändert sich nichts. Die Verteidigung hinten, die macht, was sie will. Also
bei dir, deine eigene Verteidigung kriegt nichts geschissen, aber die Verteidigung vom Gegner, die steht immer felsenfest. Und bis auf 2, 3 Spiele, wo man dann wirklich auch mal klar und deutlich gewinnt, das ist wieder diese Schere, die geht ganz weit auseinander. Also du hast nie irgendwie so ein gesundes Mittelmaß. Also du hast, entweder bist du der überragende Pro und fühlt sich dann wie ein Pro, schießt die Gegner 4-5-0 ab, oder umgekehrt. Du triffst auf den Gegner, wo jeder Ball sitzt, wo du nicht rankommst, wo du noch so oft Pressing machen kannst. Also sehr, sehr zermürbend. Deswegen macht das auch nicht so viel Spaß. Also wie gesagt, ich kann nur von mir reden. Schreibt doch gerne mal unten rein, wenn ihr Weekend League spielt, was ihr so für eine Weekend League Erfahrung gemacht habt an diesem Wochenende. Beziehungsweise dann, wenn das Video rauskommt. Ich muss dazu sagen, ich nehme das Video hier am 4.10. auf. Das ist halt der Freitag. Das Video wird wahrscheinlich, ja, vielleicht den Freitag darauf rauskommen in der Länderspielpause, je nachdem. Und dann habe ich vielleicht schon die zweite Weekend League gespielt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Keine Ahnung, Matchmaking hatte ich jetzt auch nicht so unbedingt Glück. Also zu Beginn schon, aber danach irgendwie nicht mehr. So 1, 2 Duelle waren wirklich auf Augenhöhe, bis zum Schluss wirklich. Aber ansonsten, wie gesagt, geht die Schere einfach zu weit auseinander. Und wir machen das hier nebenbei ganz gut. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Spiel. 1 Stunde gespielt von Düsseldorf. Da kommt nicht mehr so viel. Vorne stehen aber trotzdem 2 Leute. Nach wie vor. Weil nach Ballgewinn wird natürlich schnell umgeschaltet. Oh ja, Cemski. Der ist halt auch schnell, ne? Niemetsch. Und wir sind da sehr, sehr gut. Ja, Verteidigung steht heute wesentlich besser. Ja, gegen Fürth sah das. Aha, okay. Ich sag nix. Diese leichten Ballverluste, die kosten uns halt dann immer den Sieg oder beziehungsweise den Punkt, den wir dann eventuell haben. Aber ansonsten sieht das echt gut aus. Gegen Fürth war das noch eine ganz andere Hausnummer. Die haben ja von Beginn an, haben die uns überall zugepresst. Die haben quasi auf dem ganzen Spielfeld gepresst. Da konnten wir dann auch nichts machen. So, Jan da unten winkt Nees. Den will er wieder haben. Aber der ist ein bisschen zu lang. Schade. Schade, schade. Wir können noch mal wechseln. 65 Minuten rum. Ich würde aber Folgendes machen. Ich würde Bad Matz mal als hängende Spitze. Oh, warum kann der das nicht? Ey, Junge. Du kannst das. Hopp, der spielt jetzt da. Was soll's? So rechts. Makridis, der wollte ja auch mal wieder spielen. Oder warte mal. Kann Bad Matz auf dem... Ne, Amenido über rechts. T-Club. Schneider. Ich bring mal Schneider rein. Ich mache jetzt mal ein bisschen was Riskantes. Ich nehme einen Stammspieler quasi raus und wechsle dafür nochmal 2 frische Leute ein. Schneider halt einfach, um die Jugend zu fördern. Ich will, und gerade hier haben sie die Chance zu spielen, nur so werden sie halt auch besser. Und deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt nicht nach hinten losgeht. So, nur spiele ich Fünferkette. Ich kann ja auch gleich mal die Fünferkette versuchen, aber ich will eigentlich auch nach vorne spielen. Ey, hier ist ein Sieg drinne. Wir haben die Möglichkeit, auf Platz 2 zu springen, ey. Oder Platz 3, Platz 4, je nachdem, wie die anderen spielen. Aber Achtung, Düsseldorf kommt, spitzer Winkel, nicht faulen, Achtung. Jetzt sind wir ein bisschen zu defensiv, das gefällt mir nicht. Hendricks wäre dazwischen. Oh, wir kriegen den Ball nicht weg, wir kriegen den Ball nicht weg. Abseits, abseits. Das ist zum wiederholten Mal abseits, das Tor zählt nicht. Das wäre auch wieder so ein typisches FIFA-Gegentor gewesen. Weißt du, hinten den Ball kriegst du einfach nicht weg. Schöner Ball übrigens. Ja, klares Abseits, oder? Ja, so klar war es auch nicht. 2 Schuhgrößen kleiner und das Tor hätte gezählt wahrscheinlich. Aber es zählt nicht. Gott sei Dank. Und gerade jetzt werden die Düsseldorfer, glaube ich, nochmal ein bisschen munterer, was das betrifft. 21 Minuten, aber wir machen das auch gut. Guck mal, wir bekommen den Ball hinten gut rausgespielt. Wir haben den Platz im Mittelfeld. Bisschen zu viel Platz vielleicht. Jetzt, abseits, nein, aber der Laufweg war genau richtig. Das finde ich wiederum gut dieses Jahr. Also das fällt mir auch auf, besonders im Karrieremodus, dass sie diese Laufwege von alleine machen. Dass sie das sehen, dass sie erkennen, dass da ein Freiraum ist und dann laufen sie dahin. Leider ist dann derjenige, der am Controller sitzt, dann zu doof, den Ball im richtigen Moment zu spielen. Weil dann schnappt nämlich die Abseitsfalle zu, dann drücken sie alle hoch und dann ist halt zu spät. Aber wenn du das im richtigen Moment machst, ist das der Gamechanger. Wäre es auch heute und hier ist ein Sieg drin. Also Düsseldorf macht mir jetzt auch nicht den sichersten Eindruck hin, aber vorne sind sie halt ultra stark. Jetzt zum Beispiel Felix Klaus, Achtung Kovnatski, wieder 50-50 Entscheidung. Und stehen. Am 16er nur stehen, Achtung, Weitschuss, Zauber Behrens. Darf sich auch mal auszeichnen, sehr gut. Sowas brauchst du halt auch. Ein Keeper, der hat uns auch schon gegen Fürth. Ach,
Schon sah ich's, oder kaum sah ich schon, wirft er den ins Aus. Gegen Fürth hat er uns echt gerade in der Anfangsphase ein paar richtig gute Dinger gehalten. Da hätten wir auch schon 2-3-0 hinten liegen können. Haben wir aber nicht und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel noch gedreht und von daher alles gut. So, auf die Gefahr hin, dass wir das jetzt noch verlieren sollten. Oh nee, warte nochmal kurz den Angriff hier ab. Grätsche ist da, perfekt. Werde ich jetzt mal die Fünferkette aktivieren. Und zwar so, Fünferkette, 5-3-2. Ja, alles schiebt sich zurecht. Ich hoffe, dass die Spieler, die auch auf den jeweiligen Positionen spielen sollen, dass sie da auch spielen. Nicht, dass ich wieder jetzt hier hin und her wechseln muss. Und mal gucken, was noch mit der Fünferformation hier funktioniert. Oder was da geht. Hendricks, Schneider. Schneider allein gegen alle. Gavuri kommt nicht hinterher. Der ist schnell, der ist flink. Sehr, sehr schön. Makrides, komm. Mal ein Schlenzer. Nee, dafür war der Platz nicht da. Aber jetzt. Nehmet, das sieht schon wieder nicht danach aus. Da muss ich jetzt auch nochmal umstellen. Auch wenn es nur noch 3 Minuten sind. Ich glaube, die spielen, genau. Das hatte ich nämlich fast befürchtet. Schneider da. Makrides. Hendricks dafür in die Innenverteidigung noch mit rein. Makrides, das sind natürlich jetzt nicht deren richtige Position. Aber für die Fünferkette musst du halt auch mal da spielen, wo du sonst nicht spielst. Einfach fürs Team. Einfach um das Ergebnis jetzt hier zu sichern. Ein 1:1 hätte ich vor dem Spiel definitiv unterschrieben. Aber jetzt will ich natürlich mehr. Vielleicht ein Last-Minute-Sieg. Nehmet hinten. Ja, wäre Krudowski gewesen. Es gibt einen Eckball. Wir sind gefährlich. Ihr wisst das. In Düsseldorf genauso. Die wissen das genauso. So, Hendricks. Nochmal eine schöne Ecke jetzt und dann gib ihm. Last-Minute-Sieg hier in Düsseldorf. Wie geil wäre das denn? Und genauso wird es kommen. Auf Ansage. Nehmet. Da ist niemand. Oh nein, jetzt verlieren wir das in letzter Minute. Nein. Bamba, Appelkamp. Nein, Appelkamp ist durch. Nein, jagt ihn. Peratov kommt nicht hinterher. Nein, das darf nicht sein. Komm, Behrens, wir brauchen dich. Aus einer eigenen Ecke. Die eigene Ecke fliegt uns in allerletzter Sekunde um die Ohren. Und dann kommt Pato nicht hinterher, weil der plötzlich irgendwie keine Kraft mehr hat. Das darf nicht wahr sein, ey. Und Hendricks. Und dann hatte ich die Hoffnung auf Behrens, dass er irgendwie schnell genug rauskommt, dass er den abfangen kann, dass er, ich weiß nicht, irgendwas macht, aber hier ist er auf und davon, ey. Appelkamp. Und da kommt Behrens voraus, aber die Lücke ist einfach, er wäre fast dran gewesen. Schade. Ja, bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich weiß nicht, ob es an der Fünferkette lag, bestimmt nicht. Wir haben das einfach zu offensiv verteidigt dann bei der Ecke. Ich wollte vielleicht auch zu viel. Aber das ist halt das Risiko. Das bin ich gegangen. Diesmal ist es nicht gut gegangen. Nächstes Mal gewinnen wir vielleicht in letzter Sekunde. Hier verlieren wir aber leider mit 2:1 in Düsseldorf. Verdient oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand uns eigentlich gar nicht so schlecht. Aber am Ende zählt halt nur das Ergebnis. Das ist wieder so eine Floskel, da könnte ich mich wieder selber für Ohrfeigen und 3 Euro ins virtuelle Phrasenschwein werfen. Naja, egal. Wir haben trotzdem gut mitgespielt. Düsseldorf wird, denke ich, aufsteigen mit Köln zusammen und wir werden dann hoffentlich die Klasse halten. Schade, der Lauf von Appelkamp, wenn den noch einer bekommen hätte, der hätte von mir 10.000 Euro extra gekriegt. Schade, aber ist halt der Nachteil, ne? Wenn du schon 90 Minuten lang verteidigt hast, jetzt kommt der HSV noch, Alter. Wir kriegen es jetzt ganz schön von beiden Seiten. So, was haben wir noch hier? Nachricht von Ter Horst. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Es freut mich, wieder spielen zu können. Er war verletzt? Das war mir gar nicht so bewusst. Ah doch, ich glaube aber nur für ein paar Tage. So 2 ungelesene Mails. Schenk haben wir verkauft. Haben wir jetzt leider nicht gesehen, aber tja, schade. Also, lieber Schenk, ich wünsche dir viel Glück da, wo du bist. So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir hier mit unseren Jugendspielern? Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Wann bekommen wir das Geld? Oder bekommen wir das auch erst am Ende der Saison? Der Vorstand, ach, zu Beginn der Transferperiode, also erst im Winter. Also haben wir da wieder auch eine halbe Million. Heißt, wir können dann auch da erst wieder nach Jugendspielern scouten. Weil ich kann meine Scouts auch momentan nicht entsenden. Ach, jetzt kriegen wir hier die Nachricht. Ach, Johannes Schenk, wie schade. 900.000 an Plymouth Argyle. Ich hoffe, das spricht man so aus. Preisbewertung natürlich eine A. 700.000 wollten die zuerst. Ich habe auf 9.000 hochgewirtschaftet. Jetzt haben wir noch Kirsch als Ersatzkeeper hinter Behrens, weiß ich nicht, da muss ich mal offscreen gucken, ob ich da vielleicht nochmal einen anderen Keeper hole. Jetzt ist das nächste Spiel gegen den HSV. Die sind 7. Wir sind auf dem 10. Platz weiterhin, aber es ist nach wie vor ganz eng beieinander. Ich freue mich auf euch im nächsten Part und dann mal gucken, was wird gegen den HSV. Macht's gut. Ciao, ciao.